In Saudi-Arabien habe ich die beiden getroffen, Christine und Thomas. Zwei ursympathische Vagabunden, zwei Nomaden der Neuzeit, die nonstop um die Welt reisen. Was die beiden zu erzählen haben, das erfahrt ihr in diesem tollen Video. Viel Spaß damit. Das Schönste ist einfach, auf Reisen zu sein. Diese Erde ist einfach wunderschön. Das Leben, das wir jetzt führen, das ist für mich Freiheit. Wenn man leidenschaftlich ist, dann funktioniert das auch. Hallo, wir sind Thomas und Christine. wir beide sind auf Weltreise. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr auf Weltreise gegangen seid? Ja, wir beide sind ziemlich abenteuerlustig und haben schon das eine oder andere erlebt, so wie Motorradfahren in der Wüste, Tauchen in vielen Weltmeeren und Fallschirmspringen, Fallschirmspringen, Ballonfahren. Und ja, Genau. 2018 haben wir dann diesen Van umgebaut. Er heißt Hugo. Und weil unser großer Traum war eigentlich, auf Weltreise zu gehen. Und da sind wir jetzt, hier in Saudi-Arabien. Und 2022 im November haben wir die Weltreise begonnen. Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, dass ihr gesagt habt, jetzt reicht's, ich muss hier raus? Oder wie kam es zu der Entscheidung, auf Weltreise zu gehen? Ja, eigentlich ist der Traum schon lange in uns, dass wir auf Reise gehen wollen und man kann nicht sagen, dass wir direkt darauf hingearbeitet haben, aber es ist eigentlich nach Corona dann relativ schnell gegangen. Es haben sich viele tolle Dinge ergeben und dann hast du eine Abfertigung gekriegt von deiner Firma. Ja, Und genau. dann war Geld da, um den Traum zu Finanzieren. erfüllen und zu finanzieren. Ja, genau. Wir sind November 22 losgestartet. Da kann man eigentlich sagen, sind wir Richtung Spanien und dann nach Marokko übergesetzt. Und dort haben wir mal den ersten Winter verbracht. Ja. Ja. Wir wollten eigentlich früher starten, aber dann ist November geworden und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, okay, wo ist jetzt im Moment am schnellsten, am wärmsten? Und deswegen haben wir uns dann für Marokko entschieden. Und wir hatten ein bisschen Pech, weil die ganze Route bis nach Marokko war verregnet. Und ja, aber so ist das halt, wenn man auf Reisen geht. Das Schönste ist einfach, auf Reisen zu sein. Und da ist, glaube ich, das Wetter Nebensache. Obwohl es angenehmer ist, wenn es trocken und warm ist. Ja. Es hat halt ein bisschen auf sich warten lassen. Aber Ja. 2018 haben wir begonnen umzubauen. Und dann haben wir die erste kurze Reise nach Griechenland unternommen. Um mal zu schauen, wir haben ihn nur provisorisch Welches aufgebaut. Konzept wir eigentlich für den Innenausbau wollen. Genau. Habt ihr alles selbst gebaut? Ja. Ja. Bis auf den einen Kasten und Achso, ja, der ist Kasten. gekauft. Ja. Und der ist auch gekauft. Ja. Aber sonst ist der restliche Ausbau selbst angefertigt. Wie lange hat es gedauert, bis ihr den ausgebaut habt? Circa 3 Monate haben wir gearbeitet. Aber neben der Arbeit. Wir haben das dann neben der Arbeit gemacht. Also das Provisorium 2018, da war da einfach nur ein Fernsehkastel, dann diese Kommode und der Tommy hat schnell ein Bett Professorisches gemacht. Bett. Ja. Und wir hatten auch keine Dämmung. Und dann haben wir mal geschaut, ob uns das Layout so gefällt. Ja, und dann sind wir zurückgekommen und haben gesagt, Das passt. Und dann haben wir begonnen, eben das noch einmal professioneller umzubauen. ja. Wisst ihr noch, was dieser ganze Innenausbau gekostet hat? Wisst ihr das noch? Circa, plus minus. Also ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber Material vielleicht, also rein Material, naja, vielleicht 2.000, 3.000 Euro. Mehr hat das nicht gekostet. Also die größten Herausforderungen sind Wasser auffüllen, Trinkwasser zu bekommen, Wäsche waschen. Rechtzeitig Diesel zu haben, in manchen Ländern ist das nicht selbstverständlich. Ja, und ansonsten Essen einkaufen. Essen einkaufen. Ja. Ja, den Alltag eigentlich so unterzubringen, dass man auch ein Stückchen fährt, was anschaut, den Alltag unterbringt. Ja. Ja. Duschen. Duschen ist immer zeitaufwendiger, als man das zu Hause hat. Weil zu Hause geht man unter die Dusche, dreht das Wasser auf und hier muss man halt ein bisschen aufbauen. Ja. Aber Und auch das Wasser bereitstellen. Genau, ja. Wenn wir in kalten Regionen sind, dass man das Wasser ein bisschen aufwärmt. Aber sonst, wir haben entweder die Dusche draußen oder hier drinnen. Habt ihr alles dabei? Wir haben alles Ja. dabei. Ja. Ja. Und das macht uns einfach glücklich, in der Natur zu leben, oder? Ja. 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 Mercedes Sprinter, richtig? Ja. Was ist das für ein Sprinter? Das ist ein 316er CDI 4x4, also ein serienmäßiger Allrad. Und das war eigentlich das Objekt der Begierde. Und nach dem habe ich eigentlich die ganze Zeit gesucht. Aber ein anderes Auto wäre nicht in Frage gekommen. Für unsere Vorstellungen, von der Größe her und von der Geländegängigkeit. Muss es Allrad sein? Unbedingt, unbedingt. Ohne Allrad wären unsere Abenteuer nicht so zum Umsetzen.
so wie wir uns das vorstellen. Ja, und dann haben wir überlegt, ob Hochdach oder nicht, weil wir gesagt haben, soll er in die Garage, damit er diebstahlsicher ist, oder ist uns die Höhe wichtiger? Ja, und dann hatten wir einen Glücksfall beim Dorotheum. Du hast den beim Dorotheum gefunden mit einem Heckschaden, ne? Ja, mit einem leichten Heckschaden links hinten, und ja, der Preis hat gepasst. Ich habe das beste Gebot abgegeben und somit ist der Zuschlag zu uns gekommen. Und da ich ja in der Autobranche mich den einen oder anderen guten Kontakt habe, war die Reparatur für mich eine Kleinigkeit. Da sieht man wieder, wenn man große Wünsche hat, dann und sich die irgendwie manifestiert, dann Funktioniert es irgendwann funktioniert einmal. das auch irgendwie. Ja. Ja. Hat das Auto einen Namen? Ja, wir haben ihn Hugo genannt. Ja, keine Ahnung. Wir waren einmal in Costa Rica und da waren wir auf seiner Schildkrötenfarm und da haben wir eine Schildkröte quasi freigelassen. Und die haben wir Hugo genannt, und Hugo war eigentlich immer so unser Wunschname für ein Auto. Aber wieso hat das Auto einen Namen? Ich finde, ein Auto muss einen Namen haben. Ein Abenteuerfahrzeug, also ein richtiger Begleiter, der braucht einen Namen. Der Schlusspunkt. Ja. Und er ist irgendwie, nachdem er unser Zuhause ist er auch ein Familienmitglied, und auch die ganze Familie und Freunde, die wissen, dass wenn wir von Hugo sprechen, dass das Hugo ist. Ja, Ja, Hugo gehört zu Oder uns, jedem Familienmitglied. wenn Genau. wir telefonieren mit zu Hause, dann fragt jeder, und wie geht's Hugo? Ja, ja, es ist einfach schön. Eigentlich Mitteleuropa, dann die ganze Iberische Halbinsel sind wir abgefahren. Ja, Marokko eben. Ja, und dann sind wir losgestartet Richtung Saudi-Arabien, Oman. Nach Marokko haben wir überlegt, was wir machen, und der Tommy hat gesagt, es muss warm sein Und Wüste wäre und schön. Wüste, Ja. also Oman. Ja. Und dann habe ich stelle immer die Routen zusammen, und dann habe ich die Route zusammengestellt, und ja, dann war halt die Frage, ob wir durch den Iran kommen und wie das ist, durch den Irak zu fahren, und ja, wie das in Saudi-Arabien ist. Und ja, aber wir haben das Abenteuer gestartet und sind heute wirklich froh, dass wir hier sind, und haben ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt auf unserer Reise. Ja. Also gibt es nichts, was ihr bereut. Nein, gar nichts. Nein, nichts. Nein, im Man kann das Gegenteil. genau, man kann diese Reise nur, oder diese Länder nur empfehlen. Also ich bin selber total überrascht, wie viel Freundlichkeit uns entgegengebracht wird. Das kennen wir in Europa so gar nicht. Also wirklich, wirklich empfehlenswert. Ja, eine andere Welt, aber eine sehr schöne Welt und mit ganz tollen Menschen. Im Vergleich zum Leben zu Hause in der Stadt. Was ist denn da so anders? Also anders ist einmal, dass man mit der Natur lebt, und wir waren ja kurz nach der ersten Etappe in Wien zurück, und da haben wir einfach das vermisst, dass wir die Tür aufmachen und die Welt vor uns liegt, ja? Und wir nicht oder für mich war das so, ja, hier habe ich keine Wände um mich herum, ich bin einfach frei, ich fühle mich total frei. Ja, aber hier schlafen wir nur im Hugo. Wir fahren an einen Platz, machen die Tür auf. Freiheit heißt für uns, dass wir machen können, was wir wollen, dass wir hinfahren können, wo wir wollen, dass wir nicht mehr auf die Uhr schauen müssen. Und vielleicht gar nicht mehr wissen, welchen Wochentag wir haben. Braucht man einen Wochentag? Wir brauchen keinen mehr. Ja. Ja. Und ja, das ist für uns Freiheit, glaube ich. Also wir leben frei. Ja? Und das ist eigentlich das Schöne und Das Unbeschwerte. das muss man so unbeschwerte Leben. Ja. Und maximal, glaube ich, sind wir 3 Nächte an einem Ort. Also ich glaube, wir können jetzt mittlerweile sagen, dass wir viel unterwegs sind. Wir sind neugierig, wir sind extrem neugierig. Und wenn wir nette Oberländer treffen, dann stehen wir auch gerne mal länger irgendwo zusammen. Also der Austausch ist uns auch sehr wichtig, und ist toll, einfach neue Menschen auch kennenzulernen. Gibt es etwas, wovor ihr Angst habt? Also ich persönlich habe nur Angst, wenn wir extreme Strecken fahren und die Möglichkeit eines Absturzes zum Beispiel besteht. Also nachdem wir Allrad haben, können wir so ziemlich alles, weiß ich nicht, vieles fahren. Aber Tommy fährt auch gern extreme Sachen, und ja, manchmal mache ich die Augen zu. Also gefährliche Bergstraßen haben wir etliche hinter uns. Und ich glaube, das ist das, was du eigentlich meinst, dass man vielleicht einmal von der Straße rutscht und dass da was passieren könnte. Aber wir haben das schon recht gut im Griff. Ja. Vermisst ihr manchmal etwas? Die Familie und die Freunde.
Ja. Also ja, wie wir losgereist sind, waren wir richtig gestresst und da waren wir mal froh. Das war irgendwie so, jetzt gehen wir auf Urlaub, jetzt erholen wir uns einmal. Aber es kommt dann die Zeit, wo man die Freunde und die Familie vermisst. Und ja, das sind also für mich jetzt einmal so die einzigen Dinge, die ich vermisse. Für mich auch eigentlich. Also das Reisen ist viel stressiger, als das ich mir vorgestellt habe. Und manchmal ist man übermüdet und dann muss man aber doch Erledigungen machen. Und ja, das wäre aber eigentlich das Einzige. Sonst ist alles Abenteuer. Also ich freue mich auf jedes Abenteuer, auf jeden Grenzübergang, auf jede Herausforderung. Stressig ist eigentlich nur, wenn man müde ist, finde ich. Ja, und stressig wird es vielleicht nur, wenn es den einen oder anderen Grenzübergang gibt, der nicht so glatt läuft. Aber auch da sehe ich eigentlich die Herausforderung darin. Was Neues zu erleben eigentlich. Ja. Und man muss auch erzählen, finde ich, dass die Menschen, auf die wir treffen, wurscht, egal in welchem Land, ja, die sind so hilfsbereit. Egal was ist, ja, wir kriegen überall Hilfe, es wird überall gefragt, ob wir was brauchen, speziell hier im arabischen Raum. Aber wir machen uns überhaupt keine Sorgen, wenn irgendwas mit dem Auto ist, weil wir wissen, uns wird geholfen. Darf ich euch fragen, wie ihr euer Leben auf Reisen finanziert? Ja, also ich bin quasi im Frühruhestand. Also ich habe meine Abfertigung von der Firma bekommen und mit diesem Geld bestreiten wir unsere Reise. Ja, wir haben aber auch unser Leben lang gespart. Ja, muss man auch sagen. Ja. Wir haben sehr viel auf die Seite gelegt, um die Welt sehen zu können. Also für mich war das schon als kleines Kind ein Riesentraum, die Welt zu sehen, und da habe ich jeden Euro zur Seite gelegt. Ja, weil diese Erde ist einfach wunderschön und es war immer ein Traum von mir, auf Reisen zu gehen. Deswegen haben wir gespart, nachdem man auf Reisen eigentlich nicht viel braucht. Ja, man kommt dann drauf, wie wenig man eigentlich braucht, können wir auch viel auf der Reise sparen. Ja? Also wir geben auf der Reise halt nur Benzin, Wasser. Der größte Punkt ist eigentlich Treibstoff, Ja. Und alles andere, je nachdem in welchem Reiseland man halt ist, ist es mal günstiger und mal Ja, Visa recht teuer. vielleicht, ja, Visagebühren. Aber sonst leben wir recht sparsam. Also könnte man sagen, ein Leben auf Reisen ist günstiger. In jedem Fall, glaube ich. Also Würde ich auch sagen. Ja. die Mietkosten sind ja ein riesengroßer Posten. Energiekosten, Energiekosten. die fallen für uns weg im Moment. Ja. Ja, das war, also da haben wir uns eigentlich auch gefreut, dass wir da nicht mehr mitfinanzieren müssen bei Energie. Ich zeige euch kurz den Hugo. Ja, also hier haben wir ein Bett und drunter haben wir hier unsere Kühlbox. Dann da hier drunter haben wir unsere Toilette. Hier haben wir so First Aid und alles mögliche an Reinigungsmitteln, was man so braucht, und Hundefutter, wenn wir Straßenhunde treffen. Und wir haben ja den Hugo selbst ausgebaut und das war eine unserer Ideen. Ich wollte keine Türen haben, die uns da Platz wegnehmen, und deswegen haben wir einfach Platten gemacht, die wir unten mit Magneten anpinnen und hier oben dann noch einmal auch mit einem Magnet und dann mit einem Druckknopf. Mir war es auch wichtig, dass wenn es draußen regnet und schneit, dass wir an alles von innen rankommen. Hier haben wir dann unser Badezimmer. Es war mir auch sehr wichtig, dass wir viel von draußen machen können. Also ich möchte eigentlich viel mehr draußen leben als drinnen, und deswegen ist das unser Badezimmer und hier eine Ablagefläche, wo wir abwaschen können. Und ja, dann nehmen wir das Wasser so raus. Und hier tun wir Zähne putzen, Hände waschen und alles, was wir so brauchen. Ja, so Outdoor-Badezimmer. Ja, die Küche ist ganz simpel. Das ist ein gebrauchtes Kästchen. Wir haben hier nur die Tischplatte verändert und hier eine Schiene für den Esstisch quasi. Esstisch, ja. Das ist ganz simpel. Da sind die Küchenladen. Wir versperren hier die Küchenladen mit einfach mit so einer Schraube, die wir beim Bauhaus gekauft haben. Haben wir so reingedreht, weil ja alles gesichert gehört, wenn man unterwegs ist, speziell wenn man Offroad fährt. Dann haben wir einige Mitbringseln. Das sind Topflappen aus Saudi-Arabien, das sind Körbe aus Marokko, ein Fisch aus Portugal. Ja, alles, was halt so
Und so einen, über den Weg läuft oder was dekorativ ist. ja, Und oder an am den Urlaub Herzenweg. erinnert oder so. Hm. An die Genau. Reise. Ja. Genau, und wenn wir hier drinnen essen, dann hat der Tommy da, wir haben auf die Tischplatte, da hat der Tommy so eine Halterung gemacht. Und da haben wir unser Tischbein, das ist blau markiert, dass ich weiß, wie das reingehört. Und dann wird das einfach hier reingehängt. Voilà. Und dann sitze ich da, der Tommy sitzt da und das ist unser Esstisch oder auch Arbeitstisch. Und ich mag das, wir wollten es sehr offen gestalten, damit man auch viel Wohnraum hat. Und deswegen mag ich diese Variante sehr. Wir können die Tischplatte auch hinten dann verwenden. Wenn wir am Meer stehen und die Türen hinten aufmachen, können wir es dort auch verwenden. Genau, und das ist halt relativ schnell. Es ist simpel. Ich liebe das, wenn man simple Dinge verwendet und nicht alles gleich fertig kauft. Ja, und dann wird die Tischplatte da reingeschoben und weg ist sie. Ja. Genau, hier haben wir noch einen Stauraum dazu gebaut. Haben wir auch ganz simpel gemacht. Einfach eine Platte rein, die mit Scharnieren und Verstärkung. was ist das? Filz. Filz genau verkleidet. Und da kommen halt Dinge rein, die wie Decken oder Badesachen, solche Dinge. Ja. Genau. Da ist unser Bett. Darunter ist unser Keller. Das sind unsere Gewandkisten. Das sind ganz normale Kisten, die man unter das Bett geben kann. Und da kann man sehr leicht dann das rausziehen und zugreifen. Alles, was wir sonst noch für die Küche brauchen. Bücher, das verstauen wir hier alles. Das sind 2 Hocker, die wir von Marokko mitgenommen haben. Die können wir eben da herstellen. Dann haben wir so eine Sitzbank, Sitzgelegenheit oder hierher. Kann man schön rausschauen. Und das ist unser Kocher. Da ist die Küche. Genau. Ja. Also den haben wir auch aus Marokko mitgenommen. Der hat jetzt so einen kleinen Socken, damit er uns den Boden nicht zerkratzt. Und ja, der Koch ist der Tommy. Ja. Und auf dieser kleinen Leidenschaftlicher Kochplatte zaubert er uns immer tolle Gerichte. Und ja, hier haben wir dann. Ja, zum Bett könnte man noch sagen, dass wir quer schlafen. Ah, ja. Also das Bett ist für uns genau die richtige Länge. Da haben wir noch ein Kastel, das einfach vom Bauhaus ist. Eigentlich ist es ein Badezimmerschrank und mir hat das gut gefallen, dass da Löcher drinnen sind, dass da auch ein bisschen Luft dazu kommt. Da haben wir hier Badesachen drinnen, da sind dann Handtücher und Schuhe. Und hier habe ich einfach so ein schönes Sack genommen. Für die Soll gleich ein täglichen Schuhe. Bild sein und das sind die täglichen Schuhe, die man schnell weggibt. Diese Platte haben wir aus Marokko, Der in Wüste. der Wüste gefunden. Gefunden, ja? Ja, ja. Habt ihr Tipps für andere, die das auch machen möchten, sich aber nicht trauen? Ich verstehe, wenn jemand sagt, er möchte Geld arbeiten, um Geld zu sparen. Ich verstehe jeden, der sagt, ich traue mich nicht. Da muss schon Leidenschaft, finde ich, dahinter sein. Und wenn man leidenschaftlich ist, dann funktioniert das auch. Und der Tipp ist einfach einmal losfahren, vielleicht ein Mietauto nimmt. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten schon, sich so Busse zu mieten. Ja, so Camper für eine Camper. Woche oder so, Ja, mal zum genau. Ausprobieren, Ja, ob es einem gefällt. Ja. genau, Ob man einfach sich einen anfreunden Camper kann. mieten, losstarten, sich Informationen holen, die richtigen Apps holen und dann losfahren und Ja. dann schauen, ob es Ausprobieren, einfach ausprobieren. was für einen ist. Und wenn man sieht, man hat da die Leidenschaft dazu, dann ergibt sich das, glaube ich, von selber. Okay. Ganz simpel einfach ein Haken nur, den ich da montiert habe. Das ist recht einfach und funktionell. Ja, und hier ist unser Keller, sage ich jetzt einmal, wo wir unsere Sachen so mit haben, was man so vielleicht an Ersatzteilen oder einen Griller oder Wasseraufbereitung oder Trinkwasser, alles mögliche, Reservegas zum Kochen haben wir da. Und ja, und da, wir haben das so gestaltet, dass wir so Kisten haben, Kistenboxen in unterschiedlichen Größen, die stapelbar sind. Und wenn ich was brauche, ja, dann nehme ich eine Kiste raus. Ich weiß wo ich immer
irgendwas drinnen ist, Werkzeug oder Angelzeug habe ich mir jetzt, sollte ich mal Lust zum Fischen haben. Der nächste Vorteil bei unserem Keller ist der ist so groß angeräumt, da kann nichts mehr verrutschen. Alles verkeilt. Alles verkeilt. Also was ich sehr liebe und was eine super coole Idee war, finde ich, ist so ein Rollo zu montieren. Es kommt Wind rein, aber man sieht weniger rein. Die Sonne wird abgehalten, es hat ein bisschen Beach-House-Charakter und die Fliegen werden abgehalten. Also jetzt langsam nicht mehr, aber das ist recht cool. Und zwischen Bett und Tür ist uns immer alles reingefallen. Und wir haben ja da Polster, wo wir auch unsere Jacken und dicken Pullover verstaut haben. Und jetzt haben wir dann nachträglich das hier montiert, so eine Platte, die ausklappbar ist, und das ist dann, ich schlafe hinten, und das ist dann gleichzeitig eine Abstellfläche für den Kaffee. Und in der Nacht tun wir die langen Polster hier rein, ist auch gleich ein Kälteschutz. Und eine größere Liegefläche. Weil wir oft diese 2 Türen als Dusche verwenden, als Badezimmer. Und hier noch so eine Ablagefläche gebastelt, und da können wir dann die Duschsachen drauf geben, und hier hinten wird dann der Duschvorhang montiert. Das macht es für mich auch aus, dass wir einfach immer draußen sind. Ja, also ein Tipp mit dem Rollo kann ich jedem geben, das ist echt toll. Ich liebe es, das Bett zu machen, weil wenn alles in Ordnung ist, dann geht es auch der Seele gut. Wir versuchen das eigentlich so zu leben, dass wir jeden Tag in der Früh oder am Abend uns erzählen, für was wir am heutigen Tag dankbar sind. Aber ich glaube, wir sind dankbar, auf Reisen sein zu können, dass wir uns die Welt anschauen können. Wir sind dankbar, dass wir so harmonisch miteinander leben, dass wir eigentlich die gleichen Interessen haben. Und dass wir glücklich sind, dass wir gesund sind. Einer meiner größten Ängste davor war eigentlich, was ist, wenn uns was passiert, wenn wir krank werden, wenn wir in ein Spital müssen, wenn wir einen Arzt brauchen. Und diese Angst kann ich eigentlich jetzt nach ein paar Monaten Reisen jedem nehmen, weil wir überall, wo wir einen Arzt gebraucht haben, wirklich Top-Ärzte gefunden haben. Ja. Und uns ist überall geholfen worden, zu einem Bruchteil von dem, was wir in Österreich bezahlen würden. Und wir sind wirklich gut behandelt worden, und die Angst kann ich jetzt jedem nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht hier sogar oder teilweise auf der Reise bessere Ärzte sind. Als bei uns daheim. Und speziell in Saudi-Arabien ist es so, dass du ja eine Versicherung, eine Krankenversicherung mit abschließt, wenn du das Visa beantragst. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, würde ich sagen, dass du automatisch dann mitversichert bist, krankenversichert bist. Mhm. Wir haben zwar eine Auslandsreise-Krankenversicherung, haben wir abgeschlossen, für den schlimmsten Fall, wenn wir einen Rücktransport brauchen würden. Aber ja, das Vertrauen ist einfach da, dass uns weltweit geholfen wird. Und wenn wir die Tür aufmachen und rausschauen, wir haben den größten Garten, den man sich nur vorstellen kann. Ja. Und das ist die ganze Welt für uns.